Du isst jeden Morgen brav deine Haferflocken, weil du denkst, es sei der Schlüssel zu deiner Traumfigur. Aber hier ist die brutale Wahrheit. Landwirte nutzen Hafer seit Jahrhunderten aus genau einem einzigen wirtschaftlichen Grund, um Pferde für den Winter fett zu machen. Das ist leider kein Witz, sondern pure Agrarwissenschaft. Wenn du also keinen Flug ziehst, sondern 8 Stunden im Büro sitzt, ernährst du dich wie ein Hochleistungs-Ackergaul und wunderst dich, warum der Rettungsring nicht verschwindet. Dein Superfood blockiert durch permanente Insulinspitzen deine Fettverbrennung komplett. Das ist nicht nur meine Meinung. Ich habe für dieses Video die Arbeit von Dr. Paul Saladino, der Biochemikerin Jessie Inchauspé, Professor Sarah Berry und Dr. Marta Ballesteros analysiert. Was diese Experten herausgefunden haben, verändert alles, was wir über das Abnehmen mit Haferflocken dachten. Wir werden auch einen Blick auf ein Experiment werfen, bei dem Probanden 48 Stunden lang nichts außer Haferflocken aßen, mit einem Ergebnis, das Wissenschaftler verblüfft hat. Hi, ich bin Arthur von Life Algorithm. Mit 46 Jahren bin ich fitter, leistungsfähiger und gesünder, als ich es mit 30 war. Ohne teure Supplemente und zu 100% natürlich. Eines vorweg, ich bin kein Arzt und kein Ernährungsberater. Ich bin Diplom-Informatiker. Aus rein logischer Sicht betrachte ich den menschlichen Körper als ein komplexes Input- und Output-System. Die Gleichung ist simpel. Wenn du deinem Körper schlechten Input lieferst, zum Beispiel in Form von falscher Nahrung, zu wenig Bewegung, schlechtem Schlaf oder zu wenig Licht, muss der Output zwangsläufig einen Fehlercode produzieren. Den Fehlercode nennen wir dann Krankheit, Müdigkeit oder Übergewicht. Mein Leitspruch lautet: Gesundheit ist keine Frage des Zufalls, sondern eine bewusste Entscheidung. Wenn du diese Entscheidung für dich treffen möchtest, dann abonniere jetzt kostenlos den Kanal und aktiviere die Glocke. Denn hier bekommst du jede Woche die Werkzeuge dafür. Dass das keine graue Theorie ist, beweist mein eigener Körper. Früher kämpfte ich mit einer chronischen Knieentzündung, krassem Heuschnupfen und sogar Prostataproblemen. Heute sind diese Symptome verschwunden. Mein Körperfettanteil liegt dauerhaft und stabil bei ca. 12%, ohne dass ich hungern muss. Ich habe meinen Stoffwechsel so programmiert, dass er funktioniert, statt Fett zu speichern und Entzündungen zu befeuern. Unsere Gesellschaft nennt es oft Genuss, sich krank zu essen, und Verzicht, sich gesund zu ernähren. Aber das wahre Opfer bringen nicht die Disziplinierten. Das Opfer bringen die, die ihre Gesundheit gegen kurzfristige Dopaminkicks tauschen und später mit chronischen Krankheiten bezahlen. Lass uns also den emotionalen Ballast abwerfen und die nackten Fakten über Haferflocken prüfen. Los geht's! Wenn du heute einen Arzt oder Ernährungsberater fragst, was du frühstücken sollst, kommt fast immer die gleiche reflexartige Antwort: Haferflocken. Es ist das Standardrezept gegen Cholesterin und für lang anhaltende Energie. Aber wir müssen verstehen, woher dieses Konzept Frühstück überhaupt kommt. Es ist keine biologische Notwendigkeit. Eins: Die Erfindung. Das moderne Frühstück ist im Grunde eine der erfolgreichsten Marketingkampagnen der Geschichte. Es begann um 1918 mit John Harvey Kellogg. 2: Die Moral. Kellogg war nicht nur Geschäftsmann, er war ein religiöser Fundamentalist der siebenten Tags-Adventisten. Er glaubte, dass ein fleischloses, fades Getreidefrühstück die leidenschaftlichen Triebe, also die Libido, dämpfen würde. Und 3: Das Ziel. Es ging nie primär um deine optimale metabolische Gesundheit. Es ging darum, überschüssige Getreideprodukte profitabel zu verkaufen und moralische Erziehung zu betreiben. Wenn dich diese tiefen Hintergründe dazu interessieren, wie wir manipuliert werden, schau dir gerne mein Video zum Thema an. Diese Frühstückslügen machen dich müde und krank. Das fundamentale Problem dabei ist die massive Diskrepanz zwischen Energieaufnahme und Energieverbrauch. Wir essen heute hochkonzentrierte Energie in Form von Kohlenhydraten, leben aber in einer Zeit, in der wir uns kaum noch bewegen. Wir tanken einen Formel-1-Rennwagen, parken ihn aber 24 Stunden in der Garage. Wir haben verlernt, auf die Signale unseres Körpers zu hören. Stattdessen vertrauen wir blind Slogans, die vor 100 Jahren erfunden wurden, um Cornflakes zu verkaufen. Um zu verstehen, warum Haferflocken für viele Menschen zum Problem werden, müssen wir uns die Moleküle ansehen. Hafer besteht zu einem Großteil aus Stärke. Aber Stärke ist nicht gleich Stärke. Wir sprechen hier spezifisch von Amylopektin A. Erstens die Struktur. Im Gegensatz zu resistenten Stärkeformen, wie sie etwa in Hülsenfrüchten vorkommen, Amylopektin C, ist Amylopektin A hochverzweigt. Zweitens die Angriffsfläche. Diese offene, verzweigte Struktur bietet eine enorme Angriffsfläche für das Enzym Amylase, das wir schon im Speichel haben. Und drittens die Reaktion. Das bedeutet, dein Körper kann diese Ketten extrem schnell in einzelne Glukosemoleküle zersprengen. Was passiert dann? Ich nutze dafür gerne das Modell des Koffers, was ich auch in meinem Video zum Thema Körperfettanteil genauer erkläre. Stell dir vor, deine Muskeln und deine Leber sind wie ein Koffer, in den du Energie packen kannst. Wir nennen diesen Speicher Glykogen. Erstens der leere Koffer. Wenn du Sport treibst oder dich viel bewegst, packst du Sachen aus dem Koffer heraus. Er wird leer und hat Platz für Neues. Die Vorteile dieser metabolischen Flexibilität zeigen Studien wie die von Dr. Jeff Volek aus 2016. Übrigens, alle Studien findest du wie immer unten in der Videobeschreibung. Zweitens der volle Koffer.
Wenn du aber einen typischen Bürojob hast und dich kaum bewegst, ist dein Koffer randvoll und das schon seit Jahren. Drittens, das Übergepäck. Wenn du jetzt also Haferflocken isst, also eine Flut von Glucose aus dem Amylopektin A in dein Blut schießt, stehen diese Zuckermoleküle vor verschlossenen Türen. Da der Koffer in den Muskeln und deiner Leber voll ist, kann die Glucose dort nicht hinein. Wohin geht sie also? Dein Körper hat keine Wahl. Er muss die Energie als Fett speichern. Das ist das Übergepäck, das du an der Hüfte trägst. Ein chronisch erhöhter Insulinspiegel, der durch diese ständige Kohlenhydratzufuhr entsteht, blockiert zudem deine Fettverbrennung komplett. Wir nennen das Lipogenese, Fettaufbau statt Lipolyse, Fettabbau. Solange Insulin hoch ist, ist das Tor zu den Fettdepots verschlossen. Besonders absurd wird es nämlich, wenn Diabetikern Hafer empfohlen wird und das passiert leider jeden Tag. Diabetes Typ 2 ist im Grunde eine Intoleranz gegen Kohlenhydrate. Warum sollte ich jemandem, dessen Körper Glucose nicht mehr sicher verarbeiten kann, eine Glukosebombe zum Frühstück empfehlen? Das ist, als würde man einem Alkoholiker Bier empfehlen, weil es weniger Prozent hatte als Schnaps. Und noch ein Punkt, den fast niemand beachtet: Glykation. Das ist das Rosten deiner Zellen. Wenn du chronisch hohe Glukosespitzen hast, verbinden sich die Zuckermoleküle mit deinem Protein und verkleben sie. Das lässt deine Haut altern, macht deine Gefäße steif und schadet dem Gehirn. Haferflocken können also, wenn man sie nicht durch Bewegung verdient, den Alterungsprozess sogar beschleunigen. Wenn du genau diese Zusammenhänge zwischen Blutzucker und Gesundheit meistern willst, empfehle ich dir das Buch Der Glukosetrick. Du findest es auf lifealgorithm.de unter Top 3 Produkte im Bereich Wissen und Bildung, Bücher und Gesundheit, Ernährung in der Kategorie Diabetes und Blutzucker. Wenn Haferflocken schon problematisch für Inaktive sind, dann ist das nächste Produkt der absolute Endgegner für deinen Stoffwechsel: Hafermilch. Das Marketing verkauft es uns als die gesunde, nachhaltige Alternative zur Kuhmilch. Aber physiologisch betrachtet ist es, wie Jesse Chopé sagt, flüssige Stärke. Um das zu verstehen, nutzen wir eine weitere Metapher: die Piranhas. Stell dir deine Verdauungsenzyme als Piranhas im Amazonas vor, die nur darauf warten, Nahrung zu zerlegen. Schauen wir uns zuerst das ganze Korn an, im Englischen Steel Cut genannt. Wenn du ein ganzes grobes Haferkorn isst, ist die Struktur fest. Die Enzyme, also die Piranhas, kommen nur schwer an die Oberfläche. Die Verdauung dauert lange, der Blutzucker steigt nur langsam. Nun zu verarbeitetem Hafer aus der Hafermilch besteht. Hier ist die Matrix, die Struktur des Lebensmittels, bereits mechanisch zerstört. Die Piranhas haben sofortigen Zugriff auf die gesamte Stärke. Sie stürzen sich darauf. Das Resultat bei Hafermilch ist ein massiver Blutzuckeranstieg, der teilweise heftiger ausfällt als bei einer Cola. Du injizierst dir im Grunde reine Glucose direkt ins Blut. Aber Vorsicht, selbst die vermeintlich gute Hafergrütze ist kein Freifahrtschein. Ich habe hier ein Video gefunden, das genau das beweist. In diesem Short testet jemand seinen Blutzucker nach dem Verzehr von diesen sogenannten Steel Oats, also der besten, am wenigsten verarbeiteten Variante. Schau dir das aber selbst mal an. Let's see what this steel cut oatmeal does to my blood sugar. This is 12 ounces of steel cut oatmeal. This is the stuff that takes about 25 minutes to cook. It's supposed to be the lowest on the glycemic index of all of the oatmeals. This is a pretty big serving. It's got 240 calories, 9 grams of protein, 5 grams of fat, and about 45 grams of carbs. I'm going to eat this today to see exactly what it does to my blood sugar. All right, it's been a couple of hours since I've had the oatmeal. Let's have a look at the glucose monitor to see what happened here. Yeah, you can see there's the spike. It went up by 32 milligrams. That's not half bad when you consider the amount of carbohydrates in this. This was a pretty big carb load. This is the steel cut version of oatmeal. I'll be trying the other versions later. Selbst bei der besten Variante schießt der Blutzucker nach oben. Warum? Weil es am Ende des Tages immer noch Stärke ist. Das zeigt uns, es gibt keine magische Haferflocke, die keine Insulinantwort auslöst. Hand aufs Herz, trinkst du dein Cappuccino mit Hafermilch, weil du denkst, du tust dir etwas Gutes? Oder weil es gerade trendy ist? Schreib mir mal in die Kommentare, ob dir bewusst war, dass du da flüssigen Zucker trinkst. Wir haben jetzt viel über Zucker und Insulin gesprochen, aber selbst wenn wir den Zucker ignorieren, gibt es noch eine andere, viel dunklere Seite der Medaille, die oft verschwiegen wird. Und hier müssen wir über zwei Dinge sprechen: die Abwehrstoffe der Pflanze selbst und das Gift, das wir Menschen draufsprühen. Erstens, pflanzliche Abwehrstoffe. Pflanzen schützen sich mit Antinährstoffen vor Fressfeinden. Hafer enthält genau solche Antinährstoffe, wie jedes Getreide auch. Zum einen ist da Phytinsäure. Dieser Stoff ist ein Mineralienräuber. Er bindet im Darm wichtige Mineralien wie Zink, Eisen, Calcium und Magnesium an sich. Das bedeutet, selbst wenn auf der Packung steht, reich an Eisen, kommt das Eisen gar nicht in deinem Blut an, weil die Phytinsäure es festhält und du es einfach wieder ausscheidest. Zum anderen Avenin. Das ist ein Protein im Hafer, das dem Gluten im Weizen extrem ähnlich ist. Wir nennen das molekulare Mimikrie. Bei etwa 10% der Zöliakie-Patienten und vielen glutensensitiven Menschen verwechselt das Immunsystem Avenin mit Gluten. Das Resultat? Entzündungen im Darm,
die sogenannte Leaky Gut Problematik, obwohl auf der Packung glutenfrei steht. Und zweitens, und das ist der eigentliche Skandal, der Chemie-Cocktail. Viele glauben, hier in Deutschland seien wir vor Glyphosat sicher, weil das sogenannte Totspritzen vor der Ernte, die Dessikation hier mittlerweile strenger reguliert ist. Aber das ist ein gefährlicher Trugschluss. Warum? Weil dein Discounter-Müsli oft nicht vom Bauern um die Ecke kommt, sondern Hafer aus weltweiten Importen enthält, wo diese Regeln nicht gelten. Und selbst wenn der Hafer aus Deutschland kommt, zeigt die Realität ein anderes Bild. Das Magazin Ökotest und auch der Spiegel schlagen regelmäßig Alarm. In Untersuchungen von konventionellen Haferflocken finden die Labore immer wieder einen toxischen Mix. Entweder Rückstände von Spritzmitteln wie Glyphosat oder, was fast noch schlimmer ist, Schimmelpilzgifte. Weil konventioneller Hafer oft auf Masse produziert wird, finden sich darin häufig Toxine, die dein Immunsystem massiv belasten. Die Testergebnisse sind eindeutig. Viele konventionelle Marken rasseln mit ungenügend durch. Biohafer ist hier die einzige sichere Bank, da synthetische Spritzmittel verboten sind und die Kontrollen meist strenger ausfallen. Wenn du also die billigen Haferflocken aus dem untersten Regal kaufst, sparst du vielleicht 20 Cent, aber du spielst im Grunde russisches Roulette mit deinem Darm. Hör dir mal selbst an, was Dr. Paul Saladino dazu sagt. Seine Meinung ist extrem, aber sie zeigt, wie sehr wir das Thema unterschätzen. I think that oats are probably the worst breakfast you could possibly eat. And this is coming from a guy who used to buy 50-pound bags of oats. And I mean, when I was younger, I was running a lot and I would literally make oatmeal in the morning. When I would wake up, I would go running or go mountain biking, come back and make oatmeal. And I just didn't understand how problematic oats are as a food for humans. So we can dive into it. And I think all the things that are problematic about oats are going to scale and are going to reflect other issues that happens with a lot of different plant foods and specifically grains in general. So the thing to understand about oats, most people have seen like smashed oats. They're like these kind of flakes. Well, that comes from a seed. An oat is a seed and that has to get smashed. So like that's a pressed oat. That's not what a regular oat looks like, but an oat seed is something you plant in the ground and it grows into an oat plant. So not surprisingly, oats contain defense chemicals. All plants contain defense chemicals. All seeds from plants contain defense chemicals. So let's just start with this defense chemical in oats and we'll get to all the other reasons oats are problematic, called saponins. Saponins are this kind of soapy substance that also occurs on the outside of things like quinoa, another darling in the health industry that I think is not good for humans at all. But saponins have been found in cell culture and many animal studies to be very problematic for the human gut. And they're not easily degraded with cooking. They're very resilient to cooking. So when you're eating your oatmeal, you are just giving your body saponins, these compounds that are meant to be there as defense chemicals. The oats don't want you eating their seeds that are harming your guts. That's just problem number one. Das klingt zwar maximal zugespitzt, aber für Menschen mit Autoimmunerkrankungen, und davon gibt es viele, oder chronischen Verdauungsproblemen, und davon gibt es auch viele, ist das oft die bittere Realität. Als Informatiker muss ich objektiv bleiben. Der Lebensalgorithmus funktioniert nur, wenn man alle Daten berücksichtigt. Und es wäre unfair, Haferflocken nur zu verteufeln, denn es gibt Daten, die absolut verblüffend sind und allem widersprechen, was ich gerade gesagt habe. Lass uns über das Oatmeal Reset Experiment sprechen. In einer Studie haben Patienten mit metabolischem Syndrom für 48 Stunden nichts anderes gegessen als Haferflocken. 300 Gramm pro Tag. Das klingt nach einem metabolischen Albtraum, oder? Aber die Ergebnisse haben die Wissenschaftler schockiert. Erstens, das LDL-Cholesterin sank um satte 10% in nur 2 Tagen. Zweitens, die Insulinwerte verbesserten sich. Und drittens, und diese Effekte hielten sogar noch 6 Wochen lang an, nachdem sie wieder normal aßen. Wie ist das möglich? Wie kann ein Lebensmittel, das den Blutzucker in die Höhe treibt, zeitgleich den Stoffwechsel reparieren? Die Antwort liegt im Mikrobiom und einem Stoff namens Beta-Glucan. Punkt 1, der Tapetenkleister-Effekt. Beta-Glucan ist ein löslicher Ballaststoff. Im Magen bildet er mit Wasser ein zähes Gel. Professor Sarah Berry vergleicht das mit Tapetenkleister. Studien wie die von Andrew Reynolds aus 2019 bestätigen die positiven Effekte von Ballaststoffen auf die Mortalität. Punkt 2, die Reinigung. Dieses Gel bindet Gallensäuren im Darm und transportiert sie aus dem Körper. Die Leber muss dann neues Cholesterin aus dem Blut ziehen, um neue Gallensäure zu produzieren. Das senkt den Cholesterinspiegel. Und Punkt 3, die Bakterien. Zeitgleich füttern diese massiven Mengen an Ballaststoffen bestimmte Darmbakterien, die kurzkettige Fettsäuren produzieren. Diese senden Signale an die Leber, den Stoffwechsel zu optimieren. Es gibt jedoch auch Studien, die zeigen, dass dieser Vergleich hinkt. Dr. Marta Ballesteros und ihr Team zeigten beispielsweise, dass Eier Entzündungen besser senken können als Haferflocken, wenn man das gesamte metabolische Bild betrachtet. Das ist das Paradoxon. Hafer ist zeitgleich ein Insulintreiber und ein Cholesterinsenker. Die Frage ist, welcher Effekt wiegt für dich schwerer, im wahrsten Sinne des Wortes? Rechtfertigt eine Cholesterinsenkung, dass wir unseren Insulinspiegel chronisch stressen und fett werden? Für einen aktiven Menschen, dessen Glykogenspeicher leer sind, und davon gibt es echt wenige,
können die Vorteile überwiegen. Aber für die breite Masse, die unter Bewegungsmangel leidet, ist der Schaden durch die Blutzuckerspitze meist größer als der Nutzen durch die Ballaststoffe. Wenn du diese differenzierte Betrachtung statt dem üblichen Schwarz-Weiß-Denken schätzt, dann lass mir jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Das hilft dem Lebensalgorithmus zu verstehen, dass wir hier Tiefe wollen. Und wenn du dir denkst, alles Schwachsinn, dann mach jetzt gerne einen Doppelklick auf den Daumen nach unten. Kommen wir zum ultimativen Fazit. Was sollst du ab morgen früh tun? Die Antwort hängt davon ab, wer du bist. Bist du ein Ferrari im Rennmodus oder stehst du dauerhaft auf dem Parkplatz? Hier sind die 3 Protokolle für deinen Alltag. Protokoll 1 für den Sitzmenschen. Bürojob, wenig Sport. Erstens die harte Wahrheit. Lass die Haferflocken weg, dein Koffer ist voll. Zweitens, iss stattdessen ein herzhaftes Frühstück mit Proteinen und gesunden Fetten. Eier, Avocado oder einfach Reste vom Abendessen. Drittens, noch besser, probiere das intermittierende Fasten. Wenn du morgens keinen Hunger hast, ist das ein Zeichen deines Körpers, dass er noch genug Energie aus den Reserven hat. Schau dir auch gerne mein Video zum Thema Fasten an. Du wirst dich wundern, wie mächtig es sein kann. Viertens, zwing dich nicht zum Essen, nur weil Kellogg's es dir eingeredet hat. Wenn du wissen willst, wie man Erkrankungen wie Diabetes Typ 2 durch Ernährungsumstellung angeht, schau dir gerne mein Video zum Thema Diabetes an. Und hier Protokoll 2 für den Hochleistungsathleten. Erstens, wichtig, versteh mich nicht falsch, nur weil du 2-mal die Woche zum CrossFit gehst, hast du noch keinen Freifahrtschein für die Hafermast. Zweitens, das hier gilt nur, wenn du deine Glykogenspeicher, also den Koffer, durch echten Leistungssport oder harte körperliche Arbeit wirklich komplett entleerst. Drittens, die Bedingung. Es funktioniert nur, wenn deine restliche Ernährung nicht ohnehin schon zu 60 oder 70% aus Kohlenhydraten besteht, was leider bei sehr vielen Menschen der Fall ist. Wenn du dich aber ansonsten Low Carb ernährst und der Koffer wirklich leer ist, dann ist Hafer für dich ein Treibstoff, um den Koffer strategisch wieder aufzufüllen. Protokoll 3, das Safe-Oat-Protokoll für den Genussesser. Wenn du absolut nicht auf dein Porridge verzichten willst, dann musst du es sicher machen. Befolge strikt diese 4 Schritte. Schritt 1, zwingend Bio. Kauf niemals konventionellen Hafer, um die Glyphosat-Dusche zu vermeiden. Schritt 2, Fermentation. Weiche die Flocken über Nacht ein, Overnight Oats, am besten mit etwas Joghurt oder einem Spritzer Zitronensaft. Warum? Das aktiviert das Enzym Phytase, das die Phytinsäure abbaut. So werden die Mineralien erst verfügbar. Schritt 3, kleide die Kohlenhydrate ein. Iss Haferflocken niemals nackt. Kombiniere sie immer mit Fett, Nüssen oder Mandelmus, Protein und zusätzlichen Fasern, Leinsamen oder Chiasamen zum Beispiel. Das flacht die Blutzuckerkurve deutlich ab. Schritt 4, Bewegung. Leere den Koffer. Mach direkt vor dem Frühstück 50 Kniebeugen oder geh stramm spazieren. Das aktiviert die Glut-4-Transporter in deinen Muskeln, die den Zucker aus dem Blut saugen, unabhängig vom Insulin. Fassen wir die Fakten noch einmal glasklar zusammen. Erstens, der Ursprung. Das moderne Kohlenhydratfrühstück ist primär ein Marketingerfolg der Industrie und diente ursprünglich sogar der Unterdrückung der Libido. Zweitens, die Speicherlogik. Haferflocken sind Amylopektin A, schnelle Stärke. Wenn du dich nicht bewegst, sind deine Speicher voll und die Energie wird direkt in Bauchfett umgewandelt. Drittens, die Gefahr Hafermilch. Durch die Zerstörung der Lebensmittelmatrix wirkt Hafermilch wie flüssiger Zucker. Es ist einer der größten Dickmacher im Kaffeeregal. Viertens, Antinährstoffe und Gifte. Konventioneller Hafer ist oft mit Glyphosat belastet und enthält Phytinsäure, die Mineralien raubt. Bio und Einweichen sind Pflicht. Und fünftens, der Kontext. Hafer kann Vorteile haben, zum Beispiel die Cholesterinsenkung durch Beta-Glucan, aber nur, wenn dein Stoffwechsel gesund und aktiv genug ist, um mit der massiven Glukoselast umzugehen. Meiner Meinung nach sind bereits über 50% der Menschen im deutschsprachigen Raum insulinresistent. Für diese Menschen sind Haferflocken auf jeden Fall keine gute Idee. Und für Diabetiker schon gar nicht. Gesundheit ist immer kontextabhängig. Was für den Marathonläufer das perfekte Benzin ist, kann für den Buchhalter pures Gift sein. Hör auf, blind Trends zu folgen, nur weil Superfood auf der Packung steht. Misst deinen Blutzucker, schau ehrlich auf die Waage und höre auf deinen Körper. Wenn du zu viel Bauchfett hast, sind Haferflocken nichts für dich. Punkt. Aktuell haben nur etwa 35% der Zuschauer diesen Kanal abonniert. Wenn du lernen willst, wie du deinen Körper wieder in den Rennmodus bekommst und dich nicht von der Industrie mästen lässt, klicke jetzt kostenlos auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Im Telegram-Kanal stimmen wir übrigens über die nächsten Videothemen und andere Details ab. Falls du mitbestimmen möchtest, komm gerne dazu. Wie immer möchte ich das Video mit einem motivierenden Zitat beenden. Immer, wenn du feststellst, dass du auf der Seite der Mehrheit stehst, ist es Zeit, innezuhalten und nachzudenken. Mark Twain. Bleib kritisch, bleib gesund und fang an. Peace out.